Herzlich willkommen zum Review vom Crane 2. Für alle, die keine Zeit haben für das ganze Video und einfach nur wissen wollen, ob sie das Ding kaufen sollen, die Antwort ist ja. Für alle, die ein bisschen mehr Zeit mitbringen, viel Spaß. Dieses Review ist unterteilt in verschiedene Subsektionen. Dieses Video ist unterteilt in verschiedene Dieses Review ist in verschiedene Unterkategorien eingeteilt. Die Timestamps dazu gibt es in der Beschreibung. Das heißt, ihr könnt direkt dorthin springen, falls euch nur bestimmte Sachen interessieren. Vorab sei gesagt, dass es zwei Sachen gibt, die mich an den meisten Reviews auf YouTube total stören. Der erste Punkt ist, dass die meisten Leute kaum das Produkt wirklich benutzt haben oder mal nur für einen Tag geliehen und ausprobiert haben oder nur für einen Dreh benutzt haben. Ich habe den Crane 2 jetzt mehrere Monate und habe ihn auf zig Shootings verwendet, kann daher wirklich sagen, was funktioniert nicht. Punkt 2 ist, dass ich das Gefühl habe, viele Reviewer trauen sich nicht hart mit Equipment ins Gericht zu gehen. Es ist nicht meine Aufgabe, Werbung für den Zijun Crane 2 zu machen, deswegen sage ich definitiv, was mich stört und was scheiße ist. Beim Zijun Crane 2 handelt es sich um einen Einhand-Gimbal, der Kameras zwischen 500 Gramm und 3,2 Kilogramm stabilisieren kann. Das ist eine ziemlich hohe Traglast und sollte für die meisten herkömmlichen spiegellosen und Spiegelreflexkameras mit den meisten herkömmlichen Objektiven ausreichen. Eines der Hauptfeatures ist außerdem der integrierte Follow-Focus, mit dem man am Gimbal den Fokus der Kamera verändern kann. Das funktioniert allerdings bisher nur mit der 5D Mark III und Mark IV. Die habe ich leider nicht zur Hand, deswegen kann ich da wenig zu sagen. Mit der GR5 funktioniert es nicht. Dazu sei direkt gesagt, das liegt anscheinend an den Kameraherstellern und nicht am Zijun Crane 2. Von daher kann es natürlich sein, dass, wenn ihr das in der Zukunft schaut, mittlerweile ein Update für die Kameras gekommen ist und das problemlos funktioniert. Auf dem integrierten OLED-Display kann man einerseits das Menü bedienen, andererseits sieht man hier aber auch den Akkustand und kann bei kompatibler Kamera auch die Parameter dieser verändern. Zijun gibt außerdem die maximale Akkulaufzeit mit 18 Stunden an. Ob es wirklich 18 Stunden sind, kann ich nicht sagen, aber ich habe es noch nie geschafft, dass die Akkus leer gegangen sind, auch wenn ich tagelang hintereinander gedreht habe. Von daher glaube ich es Ihnen einfach mal. Der Crane 2 wird mit diesem Case geliefert. Das bietet guten Schutz und ist leicht zu transportieren. Da könnten sich definitiv ein paar andere Gimbal-Hersteller noch eine Scheibe von abschneiden. Im Case selbst ist dann auch alles, was man braucht. Man hat den Gimbal mit allerlei Kabeln für die verschiedenen Kameras, Ladegerät mit Akkus und sogar ein mitgeliefertes Bodenstativ, dass man den Gimbal auch jederzeit abstellen kann. Der Zijun Crane 2 ist robust verarbeitet. Ich gehe wirklich nicht zimperlich mit meinem Equipment um. Der hat schon einiges durchmachen müssen und bisher, außer ein paar Kratzern, keine Spuren mitgenommen. Funktioniert einwandfrei, ohne Probleme. Allerdings spürt man diese Robustheit auch im Gewicht. Der Gimbal ohne Kamera wiegt laut Hersteller schon 1,25 Kilo. Das heißt, wenn man da noch eine schwere Kamera draufpackt, dann hat man ein ganz schönes Gewicht in der Hand und das für eine Hand ist krass. Dazu aber später mehr. Ein sehr nettes Feature ist, dass der Zijun Crane 2 mit einer Manfrotto-Schnellwechselplatte kommt. Das heißt, eigentlich sollte man schnell von Gimbal auf Stativ zum Beispiel oder Rig umschalten können. Aber es gibt hier zwei Probleme. Erstens dieses kleine Schraubengewinde. Das ist dazu da, um eine Objektivstütze zu befestigen, was ja im ersten Moment super klingt. Das Problem ist aber, dass es einen gerade auf Stativen einschränkt und man häufig nicht weit genug nach hinten kommt. Auch beim Balancieren auf dem Zijun Crane 2 ist mir das schon häufiger passiert, dass ich einfach nochmal die Kamera neu anschrauben musste, weil ich nicht weit genug nach hinten kam. Problem Nummer 2 ist, dass die Zijun-Platte zwar am Manfrotto-Stativ funktioniert, die Manfrotto-Platte aber nicht am Zijun. Abgesehen davon, Verarbeitung, Inhalt, eigentlich nicht wirklich was zu beanstanden. Es gibt im Internet häufig die Meinung, dass man bei den aktuellen Gimbals nicht balancieren muss, einfach Kamera drauf und los geht's. Das mag stimmen, ich empfehle es trotzdem nicht, weil einerseits die Akkulaufzeit sinkt, und ja, ich weiß, lange Akkulaufzeit, aber andererseits die Motoren entlastet werden, wenn man balanciert. Und Punkt Nummer 3, es geht mit dem Crane 2 echt super schnell und einfach. Zijun selbst gibt dabei an, dass man seine Kamera in weniger als 60 Sekunden balancieren kann. Dem stimme ich zu, allerdings nur, wenn man wirklich weiß, was man tut und wie es geht. Das hat man auch recht schnell drauf. Man muss einfach nur die Schrauben öffnen, Dinge verschieben in 3 verschiedenen Achsen und dann ist das eigentlich auch schon durch. Wirklich kein Hexenwerk und ich empfehle es jedem, das zu tun. Eine Sache sei dazu noch gesagt und jetzt, wo ich es hier sage, frage ich mich, ob das nicht eher zur Verarbeitung gehört.
Der Cygene Crane 2 kann, wie schon erwähnt, 3,2 Kilogramm Gewicht packen. Das sollte eigentlich für Kameras wie die EVA-1 mit einem leichten Objektiv problemlos klappen oder auch für die GH5 mit einem Sigma Art 50 bis 100 mm Objektiv. Vom Gewicht her kein Problem. Aber durch das Design kommt man an die Problematik, dass man nicht weit genug zurück kann und dadurch keine Balance findet. Und bei einem zu starken Gewicht auf eine Seite schaltet der Gimbal einfach ab. Mit wirklich kleinen, leichten Optiken, wie zum Beispiel der Canon 50 mm 1.8, bekommt man auch mit der EVA-1 eine Balance hin. Allerdings ist das wirklich sehr limitierend und dementsprechend definitiv nicht Sinn der Sache. Ich hatte auf dem Channel letztes Jahr den Nebula 5100 Slant vorgestellt, den hatte ich auch eine Weile und der war super, bis er dann irgendwann kaputt gegangen ist. Und der hat mit seinem Slant-Design als einzigen Gimbal, den ich bisher hatte, als einzigen Einhand-Gimbal zumindest, die Kombination GH5 mit Sigma Art 50 bis 100 geschafft und das war wirklich grandios. Man konnte nicht lange damit arbeiten, weil es so schwer war, aber man hat unglaubliche Ergebnisse hinbekommen. Und ich verstehe einfach nicht, warum das Slant-Design nicht längst obligatorisch ist. Wo ist der Vorteil, den Motor direkt hinter der Kamera zu haben? Ist das irgendwie ergonomisch? Falls irgendjemand von euch Gimbals herstellt, sagt mir bitte die Antwort. Ich will nämlich Slant-Design überall sehen. Wenn ihr den Cygene Crane 2 zum ersten Mal in der Hand habt, müsst ihr darauf achten, dass ihr erstmal die Motorsensitivität anpassen müsst. Mein Problem am Anfang war, dass ich eine relativ schwere Kamera mit Objektiv drauf hatte, die Motoren allerdings intern auf Low eingestellt waren. Dann stabilisiert der Gimbal nicht ausreichend und man hat ziemlich krasse Wobbles im Bild. Andersrum gibt es auch Probleme. Bei einer leichten Kamera mit der Motorsensibilität auf schwer fängt der gesamte Gimbal an, wie wild zu vibrieren und versaut einem definitiv alle Resultate. Von daher muss man hier auf jeden Fall auf sein korrektes Gewicht einstellen. Nach dem Umstellen der Motorsensibilität muss der Cygene Crane 2 neu starten. Er geht automatisch in den Standby-Modus und wird über gedrückt halten der Mode-Taste wieder aktiviert. Cygene hat hier leider nicht genau angegeben, welche Sensibilität bis wie viel Kilogramm geht. Von daher heißt es häufig ein bisschen abwägen und ausprobieren. Aber da es nur 3 Einstellungen gibt, ist das jetzt auch nicht allzu dramatisch. Man findet eigentlich immer das Richtige. Ich habe bisher nur High und Low gebraucht zum Beispiel. Der Cygene Crane 2 verfügt über 3 verschiedene Modi, die sich über Drücken bzw. Doppeldrücken des Mode-Knopfes wechseln lassen. Es gibt hier einmal den PF-Mode, das ist der Pan-Following-Mode. Das heißt, der Gimbal folgt den Schwenkbewegungen, nicht allerdings der Neigung. Die Neigung kann man hier zusätzlich über den Joystick regeln. Weitergehend den L-Modus, das heißt Locking Mode. Hier folgt der Gimbal gar keine Bewegung, die Kamera bleibt in Ausgangsposition und kann lediglich über den Joystick angepasst werden. Das ist von der Theorie her klasse, allerdings hat das nicht geklappt, als ich meinen Gimbal neu bekommen habe. Im Lock-Modus hat er immer eine leichte Rechtsdrehung gemacht und zwar nicht leicht genug, als dass man damit leben könnte, sondern wirklich sehr merklich. Letztlich musste ich den Gimbal manuell neu kalibrieren, danach ging es wieder, sprich kein Drama, aber irgendwie erwarte ich bei Sachen, die ich mir neu kaufe, dass die out of the box funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich da naiv bin oder... aber nein. Der dritte Modus ist jedenfalls der F-Modus, das heißt Following. Hier folgt der Gimbal sowohl Schwenk- als auch Tilt-Bewegungen. Das ist der Modus, den ich hauptsächlich benutze, weil er sehr intuitiv ist und man hat meiner Meinung nach die meiste Kontrolle über die Kamera. Mittels des Joysticks kann man im Following Mode außerdem die Roll-Achse noch verändern. Ich weiß nicht genau, wofür man das brauchen könnte, aber wenn der Tag kommt, dann ist man froh, dass man es hat. Hoffentlich. Außerdem kann man den kompletten Gimbal in den sogenannten Bottom-Up-Modus versetzen. Das bietet sich an, wenn man zum Beispiel Shots nah am Boden machen möchte. An und für sich ist die Benutzung vom Cygene Crane 2 sehr innovativ und simpel. Man kommt schnell damit klar und hat schnell raus, wie man ihn bewegen muss, um bestimmte Shots zu bekommen. Es kommt ab und zu minimalen Verhakungen. Das hatte ich bei anderen Gimbals auch schon, von daher bin ich da jetzt mal relativ soft mit, weil es größtenteils alles problemlos funktioniert. Ich finde auch, dass out of the box die Empfindlichkeit gut eingestellt ist, das heißt, wie schnell reagiert der Gimbal auf Dreh- und Neigebewegungen. Wer das trotzdem anpassen möchte, zum Beispiel noch smoother machen oder noch härter machen, kann das zum Beispiel mittels der App, dazu natürlich gleich mehr.
Was übrigens nicht so intuitiv funktioniert wie die generelle Steuerung des Gimbals, ist die Menüführung. Entgegen der Erwartung ist der große Button in der Mitte nicht dazu da, ein Menü auszuwählen. Hier muss man nach rechts und links drücken. Ich möchte gerne behaupten, dass es Gewöhnungssache ist, allerdings stolpere ich nach Monaten immer noch darüber und frage mich wirklich, wer sich das ausgedacht hat. Problematisch ist natürlich, dass einer der Hauptverkaufspunkte der Follow Focus mit den meisten Kameras, und das heißt alle Sony und Panasonic Kameras, nicht funktioniert. Ich habe mich super auf dieses Feature gefreut und finde auch nach wie vor, es ist eine grandiose Idee, das direkt an den Gimbal zu machen, denn das ist einer der Hauptpunkte, gerade wenn man mit längeren Brennweiten arbeitet, dass man den Fokus nicht verändern kann und Autofokus, sackt. Das heißt, ich würde mich ungemein freuen, wenn dieses Feature irgendwann für alle Kameras zur Verfügung steht, egal ob es jetzt an Zeichen liegt oder an den Kameraherstellern. Bitte, bitte fix das. Und ja, es gibt ein Modul, das man noch vorne anbauen kann, um dann sozusagen ein Funk-Follow-Focus-System hat und dann funktioniert es auch mit allen Kameras. Das ist aber nochmal extra Geld und nochmal ein extra Aufbau und irgendwie würde ich mir schon wünschen, alles in einem zu haben. Wenn ihr dieses Video in einer entfernten Zukunft schaut, ploppt hier jetzt ein Info-Button auf und ihr könnt meinen mittlerweile veröffentlichten Follow-Focus-Test mit einer kompatiblen Kamera anschauen. Nicht nur der Locking-Mode hat out of the box nicht funktioniert, auch mit der generellen Stabilisierung war ich nicht zufrieden. Vor der manuellen Kalibrierung ist der Horizont nicht gerade gehalten worden und das Bild war immer ein bisschen am Schwimmen. Ich hätte den Crane 2 aufgrund dessen fast zurückgeschickt, allerdings läuft seit der Neukalibrierung, wie man hier sieht, alles ohne Probleme. Ich packe hier bewusst gutes und schlechtes Footage rein, um zu zeigen, was möglich ist, aber auch um zu zeigen, was normal ist. Der Crane 2 bleibt ein Werkzeug und nimmt nicht die vollständige Arbeit ab. Eines der grundlegenden Probleme, an dem man selbst arbeiten muss, ist die Laufbewegung. Beim Laufen ist eine Auf- und Abbewegung schwer zu vermeiden und man muss viel üben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, und selbst dann kann es immer noch vorkommen. Der aufmerksame Zuschauer wird bemerkt haben, dass ich in fast allen Shots die Dual Handles verwende. Diese werden von Zhihun selbst hergestellt und angeboten, sind allerdings nicht im normalen Lieferumfang enthalten, sprich man zahlt nochmal irgendwie 130 €, glaube ich, drauf. Allerdings empfehle ich die Dual Handles trotzdem jedem. Man hat nicht nur den Vorteil, dass man das Gewicht auf 2 Hände verteilt und dadurch wesentlich angenehmer arbeiten kann, sondern auch, finde ich, viel mehr Feintuning in den Händen hat, viel mehr filigran arbeiten kann, ja fast schon mit dem Gimbal tanzen. Die Handles kommen außerdem mit einem 1/4 Zoll Gewinde, das heißt, man kann mittels eines Magic Arms super simpel einen externen Monitor bzw. Rekorder anbringen. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht wie ich irgendwie einen von den Anschlüssen verliert. Die Handles und Stange passen sogar mit ein bisschen Kreativität mit ins Case. Ist zwar nicht so gedacht, muss ein bisschen drücken, aber es passt alles. Einziger Wermutstropfen, und da frage ich mich auch, was zum Teufel ist los? Die Handles haben einfach ein bisschen Spiel. Man kann nirgends nachjustieren, die Dinger sind hohl, es gibt keine Schraube. Okay, es ist wirklich nicht allzu schlimm, aber einfach, warum? Man kann den Zhihun Crane 2 außerdem per Bluetooth mit seinem Handy und der dazugehörigen App verbinden. Hier kann man dann allerlei Einstellungen treffen, beispielsweise wie zuvor erwähnt, kann man die Sensitivität der Motoren hier verändern, das heißt, wie schnell reagiert der Gimbal auf Bewegung.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Gimbal über die App zu steuern. Das funktioniert an und für sich ganz gut. Für professionelles Arbeiten wäre es mir definitiv zu unsicher. Mit ein bisschen Geduld und Übung kann man aber einer zweiten Person die Steuerung der Kamera überlassen, während man selber einfach nur den Gimbal-Operator spielt. Ob man das wirklich will, sei mal dahingestellt, aber man kann es. Und wie gesagt, irgendwann kommt dann der Tag und dann ist man einfach froh, dass man es hat. Ja. Aber ich nutze es nicht. Was ich allerdings sehr gerne nutzen möchte und viel zu selten bisher tue, ist die Möglichkeit, mit dem Gimbal bewegte Timelapses aufzunehmen. Man kann einfach über die App Punkt A und Punkt B speichern, Intervall und Länge einstellen und schon kann es losgehen. Bitte beachten, die Parameter wie Intervall und Belichtungszeit beziehen sich nur auf kompatible Kameras. Die GH5 ist nicht angeschlossen, ich weiß auch nicht, ob sie kompatibel ist, von daher zählt für mich nur die Dauer der Timelapse. Mein Fazit zum Xeon Crane 2 ist auf jeden Fall, dass er mein bisheriger Lieblingsgimbal ist. Und ich hatte wirklich schon einige Gimbals. Das liegt einerseits daran, dass man ihn sehr schnell aufbauen kann, sehr schnell balancieren kann und super schnell alles eingerichtet ist. Andererseits ist er super leicht zu transportieren, gerade im Vergleich mit den riesigen DJI Ronin Cases ist das wirklich sehr angenehm, einfach so eine kleine Umhängetasche zu haben. Die Akkulaufzeit ist der Wahnsinn und die Ergebnisse, die man damit kriegt, super geil. Mein Hauptproblem mit dem Crane 2 ist, dass man diese 3,2 Kilogramm Traglast eigentlich gar nicht ausnutzen kann aus der Problematik mit dem Balancieren. Das finde ich wirklich sehr enttäuschend. Ich hatte mich super gefreut, so einen kleinen Gimbal und dann trotzdem die EVA One nutzen zu können. Und das geht nicht. Das finde ich sehr schade. Genauso wie das Problem mit dem Follow-Focus. Egal, ob es der Kameraherstellerfehler ist oder der Cygen Crane 2 Fehler ist, es muss funktionieren. Bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Ich kann nicht behaupten, dass der Crane 2 der beste Gimbal auf dem Markt wäre, weil ich schlichtweg nicht alle Gimbals auf dem Markt getestet habe. Aber ich kann sagen, dass er ein verdammt guter Gimbal ist, der beste, den ich bisher hatte und ein verdammt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, finde ich. Von daher würde ich schon sagen, ich würde ihn wieder kaufen, aber ich kann nicht sagen, ob du ihn kaufen sollst. Auch wenn ich das anfangs getan habe. Verdammt, ich habe anfangs gesagt, kauf den Gimbal. Das ist schon krass, wie mache ich das denn jetzt? Das ist ja irgendwie schon eine ganz schön harte Verantwortung, die ich jetzt habe. Kacke. Na gut, abgesehen davon machen wir hier nicht nur Reviews, sondern viele Vlogs und Making-ofs und Filmmachersachen, Freelancing und allerhand. Von daher, weiß ich nicht. Abonnier doch einfach und schau mal ein Video an und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke, bis dann. Ciao.